Das Wetter ist wieder besser, nützen wir es doch aus, um hier ganz ein spezielles Unboxing zu machen. Diese schwarze Box werde ich gleich auspacken. Ein Smartphone, und zwar designed in Germany, aus Deutschland. Deutscher Hersteller, was ganz Spezielles. Es hat etwas, das es bisher noch nicht gab, nämlich ein Gehäuse aus Karbon. Alles rundherum, ganz spezielle Fertigungstechnik. Wie das aussieht, was das Gerät sonst noch kann, erzähle ich nachher. Jetzt wollen wir es zuerst einmal auspacken und anschauen. Schön die Box gemacht. Schon ein bisschen wie Karbon sieht es aus. Ziehen wir da mal heraus. Oh, schick gemacht. Hier mit dem Karton. Und hier kommt schon das Smartphone. Ah, hier kann man es raushalten. Das ist tatsächlich das ganze Smartphone, unglaublich dünn. So mal der erste Eindruck. Schauen, was sonst noch drin ist in der Verpackung. Ein Kabel, auch das eher ein bisschen überdurchschnittlich schön. So ein bisschen gerippt. Das ist drin. Und dann, was haben wir noch? Dokumentation. 4 Jahre lang haben sie daran gebaut, steht hier drin. Genau. Und da ist das Gerät. Welcome to Karbon Mobile. Man soll Updates machen. Steht auch immer schön. Es wird übrigens vorerst mit Android 10 ausgeliefert. Das Update soll dann bald kommen auf Android 11. Wir ziehen mal hier das ab. Es ist unglaublich leicht, erster Eindruck. Dünn. Schalten wir es mal ein, mal schauen, ob genug Strom da ist. Oder ob wir noch schnell laden müssen. Nein, es sollte schon mal aufstarten. Ja, dann wollen wir doch gleich mal ein bisschen damit rumspielen. Der erste Eindruck des neuen Karbon Mobile Smartphones, das man ab dem 1. März vorbestellen kann und das dann Mitte März in den Handel kommt, auch in der Schweiz. Es ist nur 125 Gramm leicht und 6,3 mm dünn, also unglaublich dünn und leicht und hat trotzdem einen großen Screen. Und ja, da muss man sagen, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Leicht, dünn und natürlich Carbon als Material wird zum Beispiel in der Formel 1 in vielen Autos eingesetzt, so gilt als sehr sportlich und ist halt leicht und unglaublich robust. Und ja, das macht sicher die Hauptqualität dieses Gerätes. Das heißt, man hat ein Material, das man sonst nirgends so findet. Es gibt so Cases, die man drauf machen kann, aber hier besteht das Smartphone draus. Da braucht man sicher keine Hülle. Wunderschön gemacht, finde ich. Ein bisschen Geschmackssache, ob man den Schriftzug unbedingt so groß auf der Rückseite haben muss. Und es ist halt so im typischen Stil gehalten, wie Carbon immer ist. Diese Maserung, ja, das kennt man von diesem Material. Wir haben ein Vorserienmodell erhalten, das hat noch diverse Schwächen, die hier detailliert aufgelistet auch sind. Es gibt gewisse Unebenheiten im Gehäuse, ich finde allerdings die überhaupt nicht schlimm. Es ist ein anderes Material als Glas, es ist nicht ganz glatt, es ist so eben ein bisschen texturiert, das macht ja die Charme auch aus, finde ich jetzt nicht so schlimm. Genau, Fingerabdruckscanner, der hat tatsächlich ein Problem, der ist zu tief im Gehäuse drin, man erreicht ihn nicht, je nach Finger. Und das wird sicher dann definitiv verbessert. Fotosoftware, die braucht unbedingt eine Überarbeitung. Man kann noch nicht viel masken. Und die Bildqualität im ersten Test, da muss noch ein bisschen Arbeit dahinter. Und eben dann gibt es ein Update dann auf Android 11. Wird zwar mit Android 10 ausgeliefert, gibt dann allerdings ziemlich bald ein Update. Wegen den Spezifikationen muss man das Gerät sicher nicht kaufen. Mit 800 Franken ist es nicht allzu teuer, aber auch eben nicht wirklich billig. Da ist ein MediaTek-Prozessor mit 8 GB drin, 3000 mAh Akku, immerhin 256 GB Speicher, das ist dann wieder Hochklasse. Der 6 Zoll Display ist eigentlich sehr anständig, aber hat eben doch einige Ränder rundherum, nicht ganz, wirkt so topmodern. Man kauft dieses Gerät wegen dem Carbon, weil es leicht ist, stabil und eben was anderes zu all den anderen Smartphones.